da, 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 da. Und zurück zu Minerva. How did it go? The colossi weren't too difficult to handle. Here, I got the polarized light reader. Also, I saw lots of valuable looking boxes inside, but they looked ransacked. Someone must have been there before me. The only person who knows how to get into the vault besides myself is human. What would he have come for? I have a theory, but I need to test it with the polarized light reader. Now that you can use the conduit to teleport, you can return with me or stay here to explore some more. I'm off to the shelter to prepare for the analysis. Don't be too long. Yes. Stellar-Sphären Teleportation. Ab sofort könnt ihr uneingeschränkt zwischen den bereits entdeckten Stellar-Sphären reisen. Cool. Ja, ich will mich aber erstmal umsehen. Ach, hier sind wir. Bumm. Aua. Aua. Gut, das war jetzt natürlich nicht so clever. Und tschüss. Ah, Salben bekommen. Cool. Stimmt. Hier haben wir die schon mal gesehen, deswegen okay. Ah. Oh. Okay. Was? Ey, wie... Oh, wo kommt der denn plötzlich her? Gemeinheit. Ach, der Wächtertempel. Okay. Huh? Why didn't he turn into stardust? Gute Frage. Mhm. Okay. Ups. Einmal interagieren und Teleport. Bürgerplatz? Nee. Ach, da oben kommen wir noch hin und her. Orte und das... Hier fehlt eh noch. Ach, das Überflutungsgebiet. Und zwei Sachen haben wir noch komplett. Ach, und das Ding, okay. Dann haben wir abgeschlossen. Hier fehlt uns eh noch. Könnte natürlich aber auch sein, dass der da hinten noch irgendwo ist. Platz, das haben wir auch alles. Okay. Ah, wir
wir wollen zur Zuflucht. Kabum. Kaufen, hast du irgendwas Neues? Oh, ja. Kaufen wir mal die. Und hier würde ich gleich nochmal gucken, was wir so brauchen. I look forward to your next visit, friend. Auf jeden Fall wieder ein bisschen was upgraden. Hey, sweetie, what's up? Stärkung verbessern. Das können wir auf jeden Fall machen. Waffen verbessern. Mist, fehlt uns eh eine Abschrecklösung. Gibt's irgendwas hin? Oh, ihr habt einen neuen Wurf zeigen. Hey, look, I found a new blueprint. Awesome, cutie. It's very detailed. Now I can make more trinkets for you. Na, sehr schön. So, was können Sie herstellen? Ach, Blitz jetzt. Okay. Dann mache ich bitte die hier mal herstellen. Thank you. Hoch. 4, zack. Alles ablegen. Die Halskette. So, hier, das macht gar nichts. Das macht auch nichts. Nix. Ah, okay. Hier sieht man gleich mal, was das Plus oder Minus macht. Ja, tauschen wir das mal da ein. Sieht ganz gut aus. Okay. Ein neues Talent. Stimmt, das braucht 4. Was macht das? Oh, das sieht gut aus. Das lassen wir mal. So, ab zu Minerva. Good. Now that we have the polarized light reader, we can begin. Wow. What is this? Just a moment. We need to analyze this conduction ring first. Reversing the flow. Nexus. A ritual. So that's what he's up to. Hilda, the chests inside the Laurelcraft treasury have all been ransacked, right? On my honor. Good. I believe you. Unfortunately, I now know what Humanities is doing. You may already be aware of this, but on that towering peak behind the city, there is a light that shines unceasingly. That's the Nexus, Aphis's biggest and purest starlight. Bestowed upon us, we believe, by the Three. Our civilization developed around the Nexus, and achieved glory by the use of magic. However, even thousands of years of research haven't enabled us to fully control its power. Humanities is trying to master the Nexus in order to gain its limitless power. Could the device from this design allow him to control the Nexus? Yes. Humanities instructed the Nordwind-Legion to gather the materials necessary to make conduction rings, and then install them in each conduit. The conduits were originally intended to distribute the power of the Nexus.
However, conduction rings alter the direction of the energy flow, concentrating all of the energy of the conduit in the hands of the user. That energy could then be used to control the Nexus. Wouldn't that be problematic? Trying to control the Nexus with excessive and unrefined force could make it unstable. If the energy isn't controlled properly, it could trigger another apocalyptic magic storm. And if he can control it properly? This is just speculation, but he could gain mastery of all living things. Curse or no curse. He could choose to remove our curse, or he could lead us in another direction. And then, even if you wear an amulet, neither you nor the Northwind-Legion will be able to escape his grasp. Everyone will become a puppet in his hands. He alone will decide the fate of every one of us. No, I won't allow that to happen. Neither will I. We must do everything we can. Hilda, we must stop your father from completing his mission and put an end to humanity's plan. I must stop him. Let me know when you're ready, and we'll continue our work. Oha. Jo, wir sind ready, also I'm interagieren. ready. What are you planning to do? Hilda, you've proved yourself to me. I've seen your ability and your determination. And I have seen your destiny. From now on, I hope things will be more equal between us. What do you mean? I mean, we share the same goal. From now on, I'll do everything I can to help you, and I'll tell you all about my objectives and plans. Understand? That's surprising. What made you change your mind? Because you're... No, never mind. I just think things will be better this way. Don't you agree? Of course. And I'll repay your trust. It's the Northwind Legion's way. I'm happy we can be friends. Friends? That's not really what I had in mind. Oh, did I misunderstand? No, you're right. It's as you say. So, I finished deciphering the documents Marissa brought back. This is the biggest breakthrough we've had so far. I'm confident that we can deal with the crisis in Aphis. However, that will only make the next thing we need to do even more challenging. I'm really going to need your help. You can count on me. So, what's your plan? To tell you that, I need to first tell you about Asterigos. 1,000 years ago in Aphis, Humanities and I came up with a plan that would lead all Ephesians into a bright new era. Inside the city, we constructed a system of conduits and gave every resident, regardless of their class, a resonator. Resonators, just like your necklace, generate a resonance with a conduit, allowing the user to enjoy the benefits that magic brings. But something went wrong. More and more people suffered magical mutations as a result of the resonators. Humanities frantically tried to find the cause of the problem and solve it, but to no avail. Nothing he tried could stop the spread of the magical mutations. Until he came across an ancient legend. According to this legend, anything could be achieved by performing a ritual called Aspiration on Trinity Night. Disregarding widespread opposition, he went ahead and performed the ceremony, wishing to remove the magical mutations by manipulating the power of the Nexus. But the ritual ended in failure. It was that night that Asterigos descended upon Aphis. No wonder you say he's the culprit. And no wonder you react so strongly whenever I mention him. So now you know. Anyway, to get back to the point, my plan is to perform the aspiration again, but this time, do it correctly. Again? Didn't you say the power of the Nexus can't be controlled? I understand you have doubts, so feel free to ask me anything. Okay. Nach Tanrios Forschungsdokumenten fragen. What was in the documents that Marissa brought back? It was research proving that a similar ritual had been successfully performed several millennia ago. In addition to it needing to be performed on Trinity Night, the ritual requires 3 ancient relics in order to keep it stable. Relics are the key. So 1,000 years ago, Humanities failed because he didn't have the relics. Exactly. And now he's disregarding the research and planning to do things his way.
We can't allow him to repeat the same mistake. And let's not forget, even if he's successful, it'll only make him even more of a threat. Yes, that's true. Tanrius's research also points out that the Nexus was damaged because of humanity's last failure. Unless we can find a way to repair its structural matrix, performing the ritual again will be extremely dangerous. So, we need to collect the 3 relics, find a way to repair the Nexus, and persuade humanities to let us use it. I get the feeling he's not an easy person to persuade. There are many ways to persuade someone. We just need to find the right one. Warum braucht Juminis die Nordwind-Legion? But I don't understand. Why does Humanities want to work with my father? Because he no longer has any other allies in the city. Right now we lack cohesion. It is difficult for us to unite. But with his abilities, it wouldn't be difficult for him to do it alone, would it? It's true that Humanities can use his apparition to shuttle back and forth, but the apparition can't touch solid matter. With his help, the Northwind-Legion are highly maneuverable and are inherently very skilled warriors. Moreover, they're the only ones who don't know who Humanities is. He's unlikely to let go of the Northwind-Legion before the ritual is complete. It's awful the way he's using them. Knowing my father, he'd never return empty-handed if he found a way to save the king. I'm positive Humanities won't share with him the details of the ritual or its outcome. If we see your father, we must make him see Humanities for who he really is. Aber sowas von. Über ein mögliches Vorgehen gegen die Nordwind-Legion sprechen. Ich weiß, was Juminis plant und was sein Ziel ist, aber was ist, wenn wir die Situation nicht friedlich lösen können? Macht ihr euch Sorgen, ihr könntet gegen euren Vater kämpfen? Ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu vermeiden? Wenn ihr wüsstet, wie man den Fluch von unserem Königreich nimmt, dann wären er und die anderen nicht mehr gezwungen, Juminis zu helfen. Ich konnte Harold dieses Versprechen nicht geben. Das motivierte ihn dazu, mit Juminis zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, da ich einen Weg gefunden habe und weiß, wie ich an die Relikte komme, können wir versuchen, euren Vater zu überzeugen. Und keine Sorge, ich habe nicht vor, die Nordwind-Legion direkt zu konfrontieren. Danke, ich hatte Angst, dass euch das alles egal sein könnte. Bei den Göttern, das wäre für keinen von uns gut. Und wir sind schließlich Freunde, nicht wahr? Bananas Planfragen? Warum sollte Juminis Plan nicht funktionieren? Könnte das Problem bei den Konduktionsringen liegen? Tanrius hatte einen Konduktionsring näher erforscht. Theoretisch könnte man den Fluch aufheben, indem man alle Energie fokussiert, um den Nexus zu kontrollieren. Und um selbst mehr Energie zu erhalten, erhöhte Juminis die Verstärkungsrate der Konduktionsringe. Doch der Einsatz von Magie stellte den Verstand des Wirkenden auf die Probe. Was Juminis vorhat, ist also ein zweischneidiges Schwert. Das hat mein Vater auch gesagt. Nach Juminis letzten Scheitern wurde sein Temperament sehr sprunghaft. Es ist unmöglich zu wissen, ob seine Absichten noch gut sind oder nicht. Wenn das Ritual erneut scheitert, weiß ich nicht, was aus den Einwohnern dieser Stadt wird. Im schlimmsten Fall könnten alle Lebewesen in Ephis in Sternstaub verwandelt werden. Einschließlich eures Vaters und der Legion. Fragen, was Juminis werden wird. Was aus Juminis werden wird. Was wird mit Juminis geschehen? Das kann ich nicht sicher sagen, aber er wird den Preis für sein Handeln bezahlen. Er hat dieser Stadt lange genug Schaden zugefügt. Er hat meine Hoffnungen und Träume zerstört und uns alle gequält. Und allein das werde ich ihm nie verzeihen. Und wenn er wirklich den Verstand verloren hat, dann gibt es noch weniger Grund dafür, Milde walten zu lassen. Ich mache mir Sorgen, ob ihr in der Lage sein werdet, zu akzeptieren, was ich tun werde. Nach allem, was passiert ist, gibt es keine Zuhörer mehr zwischen uns. Wir sind nur noch auf dem Papier, Mann und Frau. Aber ihr regt euch jedes Mal so auf, wenn ihr ihn erwähnt. Das liegt daran, dass ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen. Ich will nur verstehen, vielleicht muss die ganze Sache nicht so schlimm enden. Das hoffe ich auch. Nach der Nacht der Trinität fragen.
Die Nacht der Trinität, die ihr zuvor erwähnt habt, was ist sie? Es handelt sich um eine besondere, heilige Ausrichtung der Sterne, die einmal in 1000 Jahren vorkommt. In dieser Nacht ergeben die 3 Hauptsterne, die für die 3 stehen, ein perfektes, großes Dreieck am Himmel. Und jedes Lebewesen, das für Magie empfänglich ist, spürt eine verstärkte magische Wirkung. Seit der letzten Nacht der Trinität sind 1000 Jahre vergangen und die nächste steht kurz bevor. Eine Sternformulierung, die alle 1000 Jahre einmal auftaucht? Soweit geht Anabis Geschichte nicht zurück. Abschluss. So, what should I do now? I think I know where the relics mentioned in the documents are. Aphis is governed by 3 archons, each of whom inherited an ancient relic, a symbol of their status. The real function of these relics has been forgotten through the ages. Now they're merely regarded as symbolic. Fortunately, I know where to find these archons, or at least I have a clue to their whereabouts. That sounds promising. The trouble is, even if I can find them, I don't know if I'll be able to communicate with them. Well, I've got my work cut out for me. Time to put my talents to good use. There's also Tanrius and his wife, who went missing in the mine while searching for a way to repair the Nexus. 4 objectives this time. Understood? Let's get started. Yay, 4 Sachen. Ah, die verrückten Außenbezirke, da müssen wir also auch mal hin. GS Promenade, okay. Die haben wir 4 Stück. Schillernde Tiefen. Die schillernden Tiefen befinden sich unter der Stellamine, die mit reichen Stenitadern durchzogen ist. Deshalb nennen die Bewohner von Aphis sie auch die Schatzkammer der Götter. Allerdings lauern dort auch viele Gefahren und nur wenige wagen sich hinab in ihre Tiefen. Sie bergen viele Geheimnisse. For centuries, Tanrius the Scholar searched endlessly for the key to fixing the aspiration. This is one of the foremost reasons for my having founded the Adherents. I always knew that he and his wife wanted to explore the deeps, but I never thought they would go off in such a hurry. I understand Marissa's worries, but I have other matters on my mind. They wouldn't make such a plan recklessly. They must have discovered some key to repairing the Nexus. Hilda, go and find them or any new clues they may have left behind. The Adherents need any potential help we can get. Sehr schön. Betrachten. Tanrios zweiter Abschiedsbrief. Herrin, wenn ihr diesen Brief lest, werden meine Frau und ich wahrscheinlich in den schillernden Tiefen sein und forschen. Ich lege diesen Brief absichtlich zu meinen Forschungsnotizen, um sicherzustellen, dass ihr ihn erhaltet. Unsere Forschungen haben bestätigt, dass für die Aspiration die 3 Archonten-Relikte erforderlich sind, um die Stabilität des Rituals sicherzustellen. Allerdings auch nur dann, wenn der Nexus intakt ist. Der Nexus wurde jedoch durch Humans Versagen beschädigt und wir wissen nicht, was passieren könnte, wenn das Ritual mit dem beschädigten Nexus durchgeführt wird. Aphis würde einen weiteren Fehlschlag nicht verkraften, ob nun durch Humans oder durch uns. Wir müssen alles tun, um den Erfolg der nächsten Zeremonie zu gewährleisten. Deshalb müssen wir weiter in die schillernden Tiefen vordringen. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich in den alten Ruinen dort unten noch mehr entscheidendes Wissen verbirgt, das seit Tausenden von Jahren verloren ist. Wenn wir dieses Wissen nutzen können, gibt es noch Hoffnung für Aphis Zukunft. Missionsbericht zu Tannis Eskorte in den schillernden Tiefen. Herren, die Escort-Mission war weitgehend erfolgreich und Tanrios hat außerdem genug Forschungsdaten gesammelt, um ein ganzes Jahr nicht mehr hinaus zu müssen. Dieses Mal sind wir tief in das Untergrundseegebiet vorgedrungen und haben die Ruinen eines alten Tempels besucht. Die Monster in den schillernden Tiefen sind fast alle in einem passiven, bewegungslosen Zustand, weshalb wir nicht auf allzu viele Schwierigkeiten gestoßen sind. Es gab außerdem eine kleine Panne während der Mission. Als wir an einer Höhle vorbeikamen, verschwand Tanrios plötzlich für 3 Tage, weil er einen besonderen Sternit jetzt entdeckt hatte. Seine Frau hat sich darüber überhaupt keine Sorgen gemacht. 3 Tage später tauchte Tanrios plötzlich wieder auf und sagte nur, dass er nach Mineralien gesucht und sich verlaufen hätte. Angesichts der Tatsache, dass Tanrios zuvor mit Petrius zusammengearbeitet hatte, denke ich nicht, dass sein 3-tägiges Verschwinden wirklich nur auf ein einfaches Verlaufen zurückzuführen war. Okay.
Styx. Styx ist ein düsterer Turm, in dem einst unzählige Verbrecher eingesperrt waren. Nach Asterigos wurde er noch bedrohlicher und selbst die Ephes-Legion verlor die Kontrolle über ihn. Jetzt ist das Gefängnis zu einem Ort voller Geheimnisse und Schrecken geworden. After humanity's imprisoned Petrius, the Archon of Clergy, in Styx, all the information that remained of him was but a few rumors. The only useful bit I can provide is this. His Archon relic wasn't confiscated when he was jailed, so you should focus your investigation on Styx. Petrius has always been the most cunning and dangerous character in Aphis. I don't know if he's willing to negotiate, or even if he's still in prison. This operation is not one I can aid you in directly. I must rely on you to gather what information you can without me. Ah, yes. And as for the Northwind-Legion member you mentioned, Otto, please refrain from revealing any of the adherents' plans to him before I can see him myself. I'm sure you understand. Na, aber sicher doch. So, Styx Statusbericht. Kopie. Marvel, Archon der Legion und Seren, Archon der Zivilisten, haben bestätigt, dass Petrius, Archon des Kleros, zahlreiche Verbrechen begangen hat. Darunter Beihilfe zum Mord, Verstöße gegen religiöse Gesetze, Missachtung von der NIT-Vorschriften und das Modifizieren des menschlichen Körpers. Um den Ruf der Position des als Archon und dem der aphäischen Regierung nicht zu schaden, wurde Petrius heimlich am Fiesbener Rückzugsort in Styx untergebracht. Eine besondere antimagische Barriere wurde um den Fiesbener Rückzugsort errichtet, um sicherzustellen, dass kein Sterblicher mittels Magie entkommen kann. Die beiden verbliebenen Archonten werden seine zivilen Pflichten übernehmen, während sich der hochrangige Priester Vassili um seine religiöse Aufgabe kümmert. Bei den senatorischen Wahlen in 3 Jahren wird ein neuer Archon des Klerus gewählt werden. Unterschrieben, Archon der Legion Marvel, Archon der Zivilisation, mit der Senatsstern Jumides. Okay. Abkommen über geheime Unterbringung von Petrus. Kopie. Pion. Ich weiß um den wahren Zweck deines Briefes. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du einst mein Leben gerettet hast. Aber ich kann dir nichts über das Gefängnis oder über Petrus' Situation erzählen. Und ich hoffe wirklich für dich, dass du nicht versuchst, dort einzubrechen. Das Gefängnis ist gerade sehr ruhig und es geht mir gut. Es ist nicht mehr so wie damals, als der Fluch gerade angefangen hatte und es die Aufstände gab, als ich jederzeit bereit sein musste, den 3 gegenüber zu treten. Es ist nur, dass ich jeden Tag von meinem Büro aus auf die Hohlgrube schaue und manchmal möchte ich einfach springen und mich von all diesen Mühen befreien. Und hier noch eine etwas unschuldige Klage. Der Fluch hat meine Sinne betäubt und ich fühle mich wie eine Leiche. Aegelos Brief. Dies ist eine Kopie des Briefs, der von Styx an den Archon der Legion übermittelt wurde. Not Marble. Styx wird weiterhin verurteilte Gefangene aufnehmen, die den Physikoi als lebendige Versuche dienen, um Asterigos weiter zu erforschen. Bisher haben sie jedoch noch immer keine bedeutenden Erfolge erzielt. Die Physikoi fordern außerdem ein lebendes kalidonisches Schwein, 3 mutierte Täumesfüchse und 10 Schlangen. Ich glaube zwar nicht, dass der Archon so viele lebendige Versuchswege benötigt, aber das Ersuchen wurde in seinem Namen gestellt. Hinzu kommt, dass die ganzen Kriecher, die vor 3 Tagen entkamen, wertlos sind. Sie können besonders gut klettern, stellen jedoch keine große Gefahr dar. Wenn ihr sie seht, tötet sie einfach. Vielleicht könnt ihr sie als zusätzliche Sternenstaubquelle verwenden. Okay. Okay, dann haben wir die 4 Bereiche und dann haben wir bestimmt da oben noch den. Krass. Argus Plaza. Don't be too surprised. To obtain the Archon of Legion's relic, you must challenge the Archon's elite warriors with me. Yes, this we will do together. Among the Aristoi, the reputation of Marble, the Archon of Legion, has hit rock bottom, and word of you defeating Eulalia has spread. I happened to get in touch with him and asked him to loan me the Archon relic in his possession. Marble agreed, but on 2 conditions.
To clear my name, I must participate in the challenges of the traditional trials of remission, and you and I must meet with him at the Laurel Mansion, my old home. This is our only chance, so we must seize it. There is a path behind the Laurel Craft that leads to the Argus Plaza. It leads directly to the mansion, but you'll have to go in by a small road on the right side of the main entrance. An Aristoi named Narcus will meet you there. Okay. Nakis Antwort. Hochverehrte Herrin Minerva, ich habe in eurem Namen Kontakt zum Achen aufgenommen. Er ist bereit, euch sein Aronautenrelikt zu leihen, solange ihr mit seinen 2 Bedingungen einverstanden seid. Erstens, ihr nehmt an den Prüfungen der Vergebung teil, um euch von euren Verbrechen reinzuwaschen. Und zweitens, ihr bringt die Fremde, die Aurelia besiegt hat, vor den Prüfungen zum Lorbeeranwesen, um ihn zu treffen. Das ist offensichtlich eine Falle, ihr solltet euch das genau überlegen, Herrin. Obwohl Marvels Situation in letzter Zeit nicht besonders gut aussieht, konnte er seine Kontrolle über Ephes zentrale Gebiete 1000 Jahre lang aufrechterhalten und er ist noch immer so durchtrieben wie eh und je. Ich denke, er hält die Beseitigung der Anhänger für eine gute Möglichkeit, seinen Ruf wiederherzustellen. Wie auch immer ihr euch entscheiden werdet, ich werde euch voll und ganz dabei unterstützen. Hochhaltungsvoll Narcus. Agnes Antwort. Meine liebe Schwester, ich hätte nie gedacht, noch einmal eine Nachricht von dir zu erhalten. Seit der letzten sind schon über 100 Jahre vergangen. Jede Nacht bete ich zu den 3 und hoffe, sie würden dich beschützen. Narcus hat mir von den Prüfungen der Vergebung erzählt. Wie konntest du nur so ein großes Risiko eingehen? So, wie konntest du Risiko eingehen? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Bitte hör auf damit, bevor es zu spät ist. Wir können gemeinsam über eine andere Möglichkeit sprechen. Aber wenn du immer noch darauf bestehst, kann ich dir bei der Planung einer Feier helfen, um mehrere Menschen zu finden, die dich unterstützen würden. Vor so vielen Anwesenden würde der Aaron es nicht wagen, etwas zu tun. Es würde dir außerdem dabei helfen, voranzukommen. So oder so. Ich war sehr froh über deinen Brief und freue mich, dich wiederzusehen. Okay, die Veränderung der Situation.